Finale in der Fußball-Bundesliga, Spieltag Nummer 34. Wir werden eine schicke Neuner-Konferenz bekommen, wie immer an jedem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt. Viele Entscheidungen stehen schon fest. Das große Ziel, Champions League für Freiburg, Dortmund, Frankfurt, sichert sich Heidenheim den Relegationsplatz, retten sie sich noch auf Platz 15, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber wir gucken einfach mal. Wir gehen jetzt durch. Leipzig gegen den VfB ist das erste Spiel. Leipzig hat letzte Woche in Bremen die Champions League verspielt, nur 0:0 gespielt. Das wird auch ein großer Umbruch dann im Sommer werden. Bei Leipzig neuer Trainer, neue Spieler. Ich glaube, Xavi Simons unter anderem verlässt den Verein, weil er halt auch Champions League spielen möchte, was mit Leipzig nächste Saison nicht der Fall sein wird. Der VfB hat zu Hause den FC Augsburg geschlagen, 4:0. Bereiten sich vor aufs Pokalfinale gegen Bielefeld. Können auch noch sich über die Liga für das internationale Geschäft qualifizieren. Ich weiß nicht, ob maximal Conference League oder auch Europa League möglich wäre. Wir gucken das nachher alles mal in der Tabelle wieder an, weil ich habe die nicht im Kopf. Ich bin auch keine Maschine. Ich hätte auch mein Handy nehmen können, aber egal. Schauen wir gleich nochmal. Ich hoffe allgemein auf viele Tore. Ich hoffe nicht, dass es hier irgendwie 0:0 gibt oder so ein langweiliges 1:1-Gekicke. Das wäre eines letzten Spieltags nicht würdig. So, also machen wir mal hier ein 3:2 für Leipzig. Viele Tore. Leipzig möchte zu Hause nochmal sich mit einem Sieg verabschieden, zumindest die Europa League sichern, vielleicht rutschen sie auch in die Conference League ab, keine Ahnung. Da muss dann auch, nach jedem Tor, denke ich mal, neu gerechnet werden. Hoffenheim gegen die Bayern, nächste Partie. Hoffenheim hat in Wolfsburg 2:2 gespielt, hat somit auch eigentlich rechnerisch den Klassenerhalt noch nicht ganz sicher, aber theoretisch. Die haben auch gegenüber Heidenheim das bessere Torverhältnis, müssten mit 4-5 Toren Unterschied, glaube ich, verlieren. Hat es alles schon gegeben, also an so einem letzten Spieltag, da kann wirklich alles Mögliche passieren. Wenn die Hälfte der Spieler schon im Sommerurlaub ist und die Bayern halt auch nochmal in den 7. Gang schalten, die halt letzte Woche gegen Gladbach dann auch die Schale bekommen haben, Thomas Müller verabschiedet haben, waren, glaube ich, ein schöner Abschluss für Müller. 750 Spiele irgendwie jetzt insgesamt in seiner Karriere, über 500 für die Bayern, dazu noch Nationalmannschaft und so weiter. Also schon ein sehr verdienter Spieler, der wird auf jeden Fall nicht nur sportlich, denke ich mal, den Bayern fehlen, auch wenn er jetzt nicht mehr so oft von Anfang an gespielt hat, aber einfach als Typ. Für die Kabine brauchst du ja auch welche, die den Laden zusammenhalten, die so ein Feeling haben, wie zum Beispiel auch ein Timothy Chandler, der bei der Eintracht jetzt verlängert hat. Der wird halt auch nicht mehr so große Einsatzzeiten kriegen, aber ist wichtig für den Verein, für die Kabine, fürs Team, für die Stimmung. So, und so einer war Müller. Mal gucken, wie die Bayern das dann ab nächste Saison machen werden. So, und die Bayern verabschieden sich nochmal hier mit einem Sieg. Ich glaube, er wird zwar nicht so deutlich ausfallen, aber ich glaube schon, dass die Bayern das machen. Wir machen mal ein 2:0. Vielleicht gibt es auch da, wie gesagt, einen hohen Bayern-Sieg. Und wenn Heidenheim gleichzeitig auch hoch gewinnt gegen Bremen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich die Bayern auf Sieg tippe. Dortmund gegen Kiel, das ist das erste Spiel, wo es dann um die Champions League geht. Dortmund ist momentan in einer richtig guten Verfassung. Ja, leider aus Frankfurt Sicht und auch aus Freiburg Sicht. Die haben letzte Woche in Leverkusen auch gewonnen. 4:2. Haben 1:0 zurückgelegen. Leverkusen hätte eigentlich schon 2-3-0 führen müssen. Die hätten das Ding zumachen können schon in der ersten Halbzeit. Haben dann die Chance nicht genutzt und dann kam Dortmund in Flow, haben die zweite Halbzeit gut gespielt, haben auch ein bisschen umgestellt und gewinnen dann einfach 4:2 in Leverkusen. Da hätte der Drop schon gelutscht sein können in Sachen Champions League. Wenn sie nicht gewonnen hätten, dann wären nämlich Frankfurt und Freiburg in der Champions League gewesen. So müssen sie jetzt nochmal zittern, also Frankfurt und Freiburg, weil gegen Holstein Kiel, die halt abgestiegen sind, die haben letzte Woche zu Hause gegen Freiburg verloren, 2:1. Da wäre auch noch was möglich gewesen, wenn sie nicht verloren hätten. Und somit geht Holstein Kiel nach einer Saison wieder runter. Was ich jetzt gut auch gesagt habe vor der Saison, das war mir auch eigentlich klar. Aber ich habe gedacht, es wird deutlicher. Ich habe gedacht, die holen weniger Punkte und weniger Siege und stehen schon weitaus vorher als Absteiger fest. Aber Respekt an Kiel. Vielleicht kommen sie irgendwann die nächsten Jahre nochmal wieder hoch. Ja, und die sollen jetzt das Zünglein an der Waage sein. Die sollen diesen mächtigen BVB, der die letzten Spiele quasi jeden geschlagen hat, da ausgerechnet jetzt einen Punkt holen, dass es für Freiburg und Frankfurt gleichzeitig reicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Von daher mache ich mal auch einen deutlichen Sieg. Ich glaube, die werden die 4-5-0 aus dem Stadion fingen. Also sorry an jeden Fan von Holstein Kiel. Ich freue mich auch, wenn ihr da einen Punkt holt oder sogar gewinnt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das gibt nochmal eine richtig schöne Reise zum Abschluss. Und dann werden die Dortmunder mit einem einfachen Sieg in der Champions League, weil Freiburg und Frankfurt nehmen sich ja die Punkte gegenseitig. Ausgerechnet der Dritte gegen den Vierten. Aber gut, die Eintracht hat es wochenlang selber in der eigenen Hand gehabt. Jetzt haben wir ein Finale, was wir nicht unbedingt brauchen, aber da werde ich mich gleich noch ein bisschen mehr zu äußern. Also Dortmund gewinnt zu Hause gegen Kiel und dann sind Freiburg und Frankfurt gefragt. St. Pauli gegen Bochum, da geht es im Prinzip um nichts mehr. St. Pauli hat sich letzte Woche in Frankfurt gerettet mit einem Unentschieden. Haben eigentlich nicht viel gemacht, haben es der Eintracht so schwer gemacht, wie es geht. Haben hinten gut gestanden, 2 gute Konter gespielt, vor allem das
2-1, glaube ich, war es, nach dem Eckball von der Eintracht, aus dem eigenen Eckball. Geiler Abschluss, muss ich sagen. Der kam wie an der Schnur gezogen und dann, ja, war erst, glaube ich, Bahoja dazwischen und dann aber hat er ins leere Tor eingeschossen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Afolayan war es, glaube ich. Und haben halt jetzt den Klassenerhalt. Spielen auch nächstes Jahr Bundesliga. Für VfL Bochum dagegen nicht. Die haben zu Hause gegen Mainz verloren mit 1:4, 1:3 oder 1:4, ich glaube 1:4. Und verabschieden sich nach, glaube ich, 3 Jahren in der Bundesliga wieder in die zweite Liga. Aber da habe ich ja auch schon seit Wochen drüber geredet, dass die Qualität eventuell nicht reicht. Ab und zu gab es mal Lichtblicke, aber im Endeffekt hat ja Dieter Hecking alles versucht und hat versucht zu retten, was dann am Ende nicht mehr zu retten war. Da wird es auch einen Umbruch geben. Und es wird aber auch eine schöne zweite Liga. Also ich meine, Dresden ist aufgestiegen, Bielefeld ist aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, wer auf dem Relegationsplatz steht. NRG Cottbus oder Saarbrücken machen das, glaube ich, unter sich aus. Und dann halt die anderen ganzen Cracks. Schalke, Düsseldorf, Lautern. Gibt wieder eine schöne zweite Liga, muss ich sagen. Der HSV ist ja Gott sei Dank aufgestiegen, Glückwunsch. Und der 1. FC Köln wird, denke ich, auch mal nachziehen. Aber der HSV endlich wieder zurück in der Bundesliga. Das hat auf jeden Fall gefehlt. So, hier glaube ich zum Abschluss, dass sich Bochum nochmal verabschiedet mit einem Sieg. Auch mit Voice Crack machen sie das. Und zwar, ja, kommen wir mal ein torreiches 3-1. Da ist jetzt der Knoten geplatzt, würde ich jetzt beinahe sagen. Da ist es gelöst worden. Alle Blockaden sind vielleicht jetzt raus aus dem Kopf. Die wollen sich auch nochmal verabschieden. Und von daher für den VfL nochmal ein Sieg zum Abschluss. Und dann viel Glück in Liga 2. Und vielleicht sieht man sich ja im nächsten Jahr um die Zeit schon wieder. Für Gladbach geht es gegen Wolfsburg dann noch ums internationale Geschäft. Die Gladbacher haben letzte Woche den roten Teppich ausgerollt für die Bayern, haben Spalier gestanden, gefühlt und ja, waren ein Teil der Meisterfeier. 2:0 in München verloren. War eigentlich auch vorher abzusehen, dass da nicht viel geht für die Gladbacher. Die hätten halt auch vorher längst das internationale Geschäft, denke ich, klar machen können. Die hatten auch viele Spiele, wo sie ja zu Hause einfach nicht gewonnen haben. Das 4:4 gegen Hoffenheim zum Beispiel. Das waren so 2 verschenkte Punkte und auch noch weit vorher. Aber war eine gute Saison, glaube ich, für die Gladbacher. Ne? Jetzt Gladbach-Fans, ihr könnt, glaube ich, ganz, ganz zufrieden sein. Hattet nichts mit dem Abstieg zu tun. Hat euch stabilisiert. Wie gesagt, Stöger und vor allem Tim Kleindienst, finde ich, haben euch sehr, sehr verstärkt. Und mal gucken, vielleicht reicht es ja nächste Saison dann zum großen Angriff auf die Champions-League-Plätze. International müsste man halt gucken, wie die anderen spielen. Wolfsburg, ja, die werden froh sein, wenn die Saison rum ist. Die haben 2:2 gegen Hoffenheim zu Hause gespielt. Da lief es halt auch am Anfang der Saison unter Hasenhüttl gut. Da dachte man, okay, international könnte da auf jeden Fall was drin sein. Aber je näher das Saisonende kam, desto schlechter wurden die Leistungen irgendwie. Auch jetzt mit dem neuen Trainer hat es keinen Sieg gegeben. Und jetzt könnten sie den Gladbacher nochmal in die Suppe spucken. Das ist halt das Kuriose, dass am letzten Spieltag immer Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, ja, anderen Mannschaften nochmal das Ziel versauen können, im schlimmsten Fall. Mal gucken, ob sie Gladbacher auch trifft gegen Wolfsburg. Wir haben noch keine Unentschieden. Soll ich da mal ein Unentschieden machen? Boah, weiß ich nicht. Ich mache einfach mal. Auch ein torreiches, auch ein 2:2. Weil ich da auch so hin und her bin. Ja, bei Gladbach ist die Luft noch nicht ganz raus, weil die könnten halt auch noch ins internationale Geschäft. Wolfsburg, für die geht es halt um nichts mehr. Vielleicht spielen die dann auch dementsprechend. Aber Wettbewerbsverzerrung und so weiter. Ich glaube, die wollen sich auch nochmal vernünftig verabschieden aus dieser Saison. Dann kommen wir zum zweiten Kracherspiel. Vielleicht dem interessantesten Spiel an diesem Spieltag. Freiburg gegen Frankfurt. Da geht's um die Champions League. Ausgangslage sage ich euch gleich. Freiburg hat letzte Woche in Kiel gewonnen, 2:1. Damit war der Abstieg dann besiegelt von den Kielern. Ja, die drehen jetzt halt auch leider nochmal auf. Die haben ein negatives Torverhältnis, ja. Frontet mich dafür, keine Ahnung. Aber ich finde, wenn man mit einer negativen Torbilanz in die Champions League einzieht, weiß nicht, hat so einen faden Beigeschmack. Aber egal, es geht ja um die Punkte. Und wenn die Freiburger am Ende die drittmeisten Punkte haben oder die viertmeisten Punkte und Dortmund noch an Frankfurt vorbeizieht, dann ist es so. Dann hat man das aber nicht am letzten Spieltag versaut, sondern schon viele Spieltage davor. Denn jetzt kommen wir zur Eintracht. Die haben zu Hause gegen St. Pauli wieder nicht gewonnen. 2:2 gespielt, den zweiten Matchball verspielt. In Mainz schon 1:1. Da hat man gedacht, okay, gut, den ersten Matchball. Dann hatte man gehofft, dass Dortmund nicht gewinnt, dass Freiburg nicht gewinnt. Haben beide gewonnen. Und dann spielt man eine Unentschieden gegen St. Pauli. Und man hat, das könnte man, glaube ich, jede Saison sagen, aus Sicht von Eintracht Frankfurt, wieder viele, viele Spiele in der Saison, wo man es ja einfach verspielt hat. Zu Hause gegen Wolfsburg, in Gladbach, gegen Union zu Hause, in Mainz, St. Pauli, um nur mal ein paar Spiele zu nennen. Gegen Augsburg sogar zweimal. Also in Augsburg hätte man auch gewinnen können, zu Hause gegen Augsburg. Also ihr merkt, die Eintracht hätte auch gefühlt Meister werden können. Also Wahnsinn, wie man das noch verspielen konnte. Ich möchte jetzt aber auch nicht auf die eine Seite schlagen, sondern auch die andere Seite verstehen. Wenn wir am Ende Platz 5 erreichen sollten, wenn das also völlig in die Hose geht, was ich leider befürchte, dass die Eintracht die Champions League verspielt,
dann werde ich mich irgendwann auch über Platz 5 freuen. Ja, aber nicht nach so einer Saison, wo du von Spieltag 8 an unter den ersten 4 standest und wenn du das dann am letzten Spieltag noch verspielst, dann musst du auch einfach ein bisschen enttäuscht sein. Also wer dann nicht enttäuscht ist, zunächst mal, ich freue mich über die Europa League, versteht mich nicht falsch, Platz 5 ist super. Hätte ich vor der Saison unterschrieben, aber jetzt nach so einer Saison, wenn du bis zum Schluss oben dran stehst und kurz davor bist, dich für die Champions League zu qualifizieren, dann muss einfach das die Champions League sein. Ich sehe es nicht, dass die Eintracht in Freiburg gewinnt, beziehungsweise ich glaube eher, dass sie da verliert. Das Kuriose ist, es würde ja ein Punkt reichen, zumindest für Frankfurt. Freiburg muss gewinnen, weil wir gehen davon aus, dass Dortmund gewinnt gegen Holstein Kiel. Dann muss Freiburg gewinnen, von daher liegt eventuell der Druck ein bisschen mehr auf Freiburg. Die Eintracht muss nicht unbedingt gewinnen, dann reicht auch ein Remis. Das werden sie aber meiner Meinung nach nicht holen. Ich tippe aber trotzdem auf Sieg von der Eintracht, auch ein langweiliges 1:0. Würde mir auch lange, 90. Minute Eigentor oder Elfmeter für die Eintracht oder keine Ahnung, ein Unentschieden in letzter Sekunde, wenn dann dadurch die Champions League gerettet wird. Aber das hätte man sich wirklich alles sparen können. Und dann bin ich auch gespannt, wie es bei der Eintracht weitergeht. Das ist auch eine finanzielle Sache. Ob du jetzt, sag ich mal, Beispielsummen mit 20 Millionen durch die Europa League zum Beispiel in die Saisonvorbereitung gehst oder mit 40 Millionen oder sogar noch mehr durch die Champions League. Ja, genau. Also das ist die Ausgangslage. Ich als sehr optimistischer Frankfurt-Fan sage einfach, dass es meiner Meinung nach nicht reicht für die Champions League. Ich würde mich auch irgendwann über die Europa League freuen. Das würde aber noch ein paar Wochen dauern, vielleicht bis zur Auslosung. Aber sollte das wirklich schief gehen, gut. Dann hat man es auch nicht am letzten Spieltag verspielt, sondern viele Spiele davor. Weiter geht's mit Heidenheim gegen Bremen, nach meiner Brandrede jetzt zur Eintracht Frankfurt. Ja, Heidenheim hat so gut wie den Relegationsplatz sicher, also hat schon den Relegationsplatz sicher, so muss ich das ja sagen. Haben bei Union gewonnen, auch überraschend deutlich. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, dass man das den Heidenheimern mehr ansieht, dass man unter Druck steht, dass man nicht verlieren darf. Aber die haben das quasi einmal umgemünzt, so gefühlt, und haben einfach mit Freude gespielt, haben das in Lust umgewandelt, den Druck umgewandelt und sich nicht hinten reingestellt, sondern wirklich mutig nach vorne gespielt, sind dann auch belohnt worden und haben dann, genau, bei Union dann noch gewonnen. Bremen hat zu Hause 0:0 gespielt gegen Leipzig. Auch ärgerlich aus Bremer Sicht, die werden nicht international spielen. Ich glaube, da reicht der Punkteabstand, haben die 4 Punkte auf den Conference League Platz? Ich glaube, oder die Tordifferenz, schauen wir es gleich nochmal an. Aber auch die Bremer, die hätten gegen Leipzig zu Hause gewinnen müssen vielleicht. Aber gut, ich bin auch bei Bremen. Ich finde, die haben auch eine gute Saison gespielt. Und wenn die sich jetzt, je nachdem wer auch da gehen wird, punktuell verstärken, dann können die auch nächste Saison wieder oben mitspielen. Also Bremen international würde ich auf jeden Fall fühlen. Warum nicht? Genau. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn Heidenheim jetzt zum Beispiel 4:0 gewinnt oder 5:0 gewinnt gegen Bremen. Ob die nicht da noch Hoffenheim überholen könnten. Ich mache mal einen Sieg für Heidenheim. Mal ein knappes 3-2? Ne, 2-1. Machen wir mal 2-1, weil ich weiß halt nicht, wie hoch Heidenheim gewinnen müsste. Theoretisch, wenn Hoffenheim hoch verliert gegen die Bayern. Aber ich mache mal Heidenheim als Sieger. Würden dann Relegation spielen. Der Gegner wird dann am nächsten Spieltag oder am nächsten Tag dann feststehen. Entweder Elversberg oder Magdeburg. Ne, Magdeburg nicht. Also entweder Elversberg, Paderborn oder Kaiserslautern. Meine Stimme, ich muss gleich mal was trinken. Aber das wäre auch wild, oder? Die SV Elversberg, die haben nicht mal einen eigenen Bahnhof. Da müssen die Fans immer irgendwie nach Saarbrücken fahren oder nach Neubrücken oder was in der Nähe ist. Oder halt irgendwo noch 10 Kilometer zu Fuß gehen gefühlt. Wir lassen uns überraschen. Mainz-Leverkusen, das vorletzte Spiel. Mainz hat in Bochum 4:1 gewonnen, damit den Bochumer Abstieg besiegelt. Aber das wäre auch so, glaube ich, am letzten Spieltag nichts mehr geworden, weil Heidenheim halt gewonnen hat. Also da hätten die Bochumer auch gewinnen können. Heidenheim war da das Zünglein an der Waage. Leverkusen hat zu Hause gegen Dortmund verloren, 4:2. Die haben also dann auch einen neuen Trainer ab nächste Saison. Xabi Alonso wird wahrscheinlich zu Real Madrid gehen. Jonathan Tah, Florian Wirtz eventuell zum FC Bayern im Doppelpack. Aber das wird auch noch eine zähe Sache. Ich glaube, das wird sich auch ein bisschen ziehen. Dieser Poker, da geht es um Millionen, da geht es um viel Geld. Und da geht es natürlich auch um die Perspektive. Ne? Was will Florian Wirtz? Nochmal ein Jahr Bundesliga oder nochmal ein Jahr Leverkusen oder gleich ins Ausland? Werden wir sehen. Und ich glaube, dass Leverkusen da aber nochmal gewinnt. Die haben jetzt die letzten Spiele, wo ich die auf Sieg getippt habe, glaube ich, nicht gewonnen. Unter anderem auch gegen Dortmund zu Hause. Naja, da machen wir hier auch nochmal ein torreiches Spiel. 3:2. Ja, die Mainzer, die wollen natürlich auch noch ins internationale Geschäft. Haben hier sogar eine bessere Quote. Wie gesagt, ich halte mich davon fern. Ich habe damit nichts zu tun. Aber beruht wahrscheinlich auf den letzten Ergebnissen beider Mannschaften. Naja, also, vorletztes Spiel. Mainz, Leverkusen 2:3. Und das letzte Spiel
Daher Abschluss Augsburg gegen Union. Da geht es auch für beide um nichts mehr. Sind beide gerettet. Augsburg wird auch nicht mehr international spielen. Das schaffen sie, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, die haben letzte Woche in Stuttgart eine Reise bekommen. 4:0, früh in Unterzahl gewesen. Ich glaube, Manuel SND hat da Stiller ganz schön kaputt getreten. Wie gesagt, da nochmal gute Besserung. Ich hoffe, dass er zum Pokalfinale fit wird. Und Union hat zu Hause gegen Heidenheim verloren. Letztes Heimspiel, das hatten sie sich auch ein bisschen anders vorgestellt, aber wie gesagt, das ist so ein Spiel, das wird so nebenbei laufen, da werden sie mal hinschalten, wenn ein Tor fällt oder wenn irgendetwas passiert. Ich glaube, dann in der Konferenz wird da nicht oft hingeschaltet. Also ich glaube eher Freiburg, Frankfurt, Dortmund, Kiel, das wird so im Zentrum sein oder so, da wird das Hauptaugenmerk drauf gelegt, vielleicht auf die Bayern, weil es halt das letzte Bundesligaspiel von Müller ist. Und ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass viel halt zwischen Freiburg und Dortmund hin und her geschaltet wird, weil es halt da wirklich um die Champions League geht. 3 Mannschaften noch. Hätte man sich sparen können aus Frankfurt Sicht. Bei Augsburg Union mache ich nochmal ein torreiches 2:2. Unentschieden. Das sind jetzt meine letzten Tipps. Wir schauen ein letztes Mal auf die Tabelle und ein letztes Mal auf die Gesamtübersicht, weil das nächste Video, was ich dann in der Form mache, wird dann die Auflösung des Siegers sein. So, das ist die Tabelle. Spieltag 33. Die Bayern also oben. Verdienter deutscher Meister. Fast 100 Tore. Vielleicht knacken sie ja noch die Marke von 100 Toren. Das wäre ziemlich stark auf jeden Fall. So, dann Leverkusen Vizemeister, dann dahinter der Dreikampf. Wie ihr seht, Frankfurt reicht ein Remis. Die können sich meinetwegen den Ball hin und her schieben. Wenn Holstein Kiel ganz früh 3:0 führt oder so, dann könnten die eigentlich nicht Angriffspakt machen, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe schon, dass das irgendwie dann normal gespielt wird. Aber ihr seht, Freiburg hat eine Tordifferenz von -2. Die kommen einfach mit einer negativen Tordifferenz im besten Fall in die Champions League. Aber gut, es geht hier um die Punkte. Die haben einfach dann einen Punkt mehr geholt als die Eintracht. Dortmund dahinter, die werden gegen Kiel gewinnen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die ausgerechnet am letzten Spieltag das noch verspielen. Und wie gesagt, das ist wirklich das interessanteste Spiel. Freiburg gegen Frankfurt. Ich vermute, dass die Eintracht das nicht schafft. Ich vermute, dass sie das jetzt noch verspielen, weil Finale in Freiburg sehr unangenehm, sehr eklig zu bespielen. Nee, das hätten sie sich auf jeden Fall sparen müssen oder dürfen. Aber gut, ist wie es ist. Habe ich ja gerade schon gesagt. Diesen Druck, den man hat, vielleicht auch die Angst, einfach umwandeln. Sagt sich immer so leicht, aber hier oben, da werden die Spiele entschieden. Nicht unten, ja, mit den Füßen, sondern meistens hier oben, im Kopf. Das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. So, dann haben wir die Mainzer, die Leipziger, die halt noch um Platz 6 kämpfen. Vielleicht auch noch um Platz 5, da sind die auch nicht weit weg von der Tordifferenz. Platz 6 ist die Conference League. Da kann Bremen auch noch rein theoretisch hinkommen, aber ihr seht, die Tordifferenz. Gut, die Gladbacher auch nicht mehr. Wie gesagt, ich habe nicht mal alle Teams im Kopf. Von daher vergebt mir meine Worte, die ich gerade auch gesagt habe, wenn ich zum Beispiel Gladbach als noch auf Platz 8 stehend gesehen habe oder Platz 7. Also, die Gladbacher werden das nicht mehr schaffen, der VfB nicht, nur über den DFB-Pokal. Werder Bremen wird es halt auch nicht mehr schaffen von der Tordifferenz. Dann haben wir Augsburg, Wolfsburg so im Niemandsland, Union auch gerettet, St. Pauli gerettet seit letzter Woche, Hoffenheim und Heidenheim. Die Tordifferenz, es sind nur 6 Tore. Lass die Bayern mal wirklich gut drauf sein, lass die mal in den ersten 10 Minuten 2-3 Dinger schießen. Heidenheim geht früh in Führung. Also das sehe ich noch nicht als 100% entschieden, aber ich gehe davon aus, dass Heidenheim dann 16. bleibt. Kiel und Bochum verlassen leider die Bundesliga. Und Bochum bleibt auch letzter. Bochum bleibt auch auf dem letzten Platz. Und dann gibt es ja noch die Bonuspunkte. Dürft ihr nicht vergessen. Nach dem Spieltag werden die Bonuspunkte raufgerechnet. Torschütze und Absteiger und so weiter. Und dann ergibt sich nämlich folgendes Bild. Die Tippübersicht. Hegebusch ist auf Platz 1 mit ein paar Punkten Vorsprung. Was hat er denn gemacht am letzten Spieltag? Der hat 18 Punkte geholt. Richtig stark. Das ist natürlich das Ding. Musiklo hat nur 7 Punkte geholt. Ihr seht, da könnte sich das wahrscheinlich schon entschieden haben. 12 Punkte hat jetzt Musiklo Rückstand, also Hegebusch hat momentan die Pole Position. 50 € kriegt ja der Sieger. Rass und It Olise, die haben, glaube ich, nur Chancen, wenn sie wirklich jedes Spiel auch das Ergebnis richtig tippen. Naja, also der letzte Spieltag. Es ist immer sehr, sehr erstaunlich, wie schnell so eine Saison rumgeht, aber es gibt ja dann bald das Nations League Final Four mit Deutschland gegen Portugal und Spanien gegen Frankreich. Spanien, Frankreich, glaube ich, ne? Oder Spanien gegen... nee, Italien nicht. Italien hat ja Deutschland. Haben wir gegen Deutschland verloren. Ich glaube Spanien... Nee, oder gegen Holland? Nee, das war das Viertelfinale. Ich glaube Spanien, Frankreich war es. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird das auch interessant. Dann gibt es ja die Club-WM. Also der Sommer wird nicht langweilig. Da gibt es auf jeden Fall immer was zu schauen. Ich bin Platz 39, ja. Ich bin ja ein Platz vor Leo Zino. Leo, grüß dich wieder. Genau. Ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Ich wünsche euch jetzt nochmal einen schönen letzten Spieltag. Viele, viele Tore, viele gute Entscheidungen hoffentlich für euren Verein. Vielleicht mit Frankfurt und Dortmund in der Champions League. Vielleicht Freiburg und Frankfurt. Vielleicht schafft ja Kiel die Überraschung. Schreibt mal eure Tipps, eure Vermutungen in die Kommentare unten und dann sehen wir uns ja zur Auflösung wieder. Wird wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche dann geschehen und dann runden wir das Ganze ab. Und dann gibt es auch von diesem Projekt erstmal eine kleine Pause.
Aber ich habe ja schon gesagt, nächste Saison geht das Ganze hier dann in die nächste Runde. Also macht's gut, danke fürs Zuschauen, schönes Wochenende, bleibt gesund und bis nächste Woche.